Hallo und herzlich willkommen bei German Podcast Time. Hallo zusammen, ich bin Lukas. Und ich bin Elena. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Ja, absolut. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Woche. Heute haben wir ein wirklich schönes und, wie ich finde, sehr entspanntes Thema für euch vorbereitet. Genau, wir wollen heute ein bisschen träumen. Das Thema ist dein perfekter Tag. Also stellt euch mal vor, ihr habt keine Verpflichtungen, keinen Stress, das Wetter ist ideal. Wie würde euer Tag aussehen? Von morgens bis abends? Das ist eine tolle Frage, um sich mal zu überlegen, was einem wirklich Freude macht. Und es ist auch eine super Übung, um Deutsch zu lernen. Auf jeden Fall. Wir werden viele Vokabeln benutzen, die mit Alltag, Hobbys, Essen und Gefühlen zu tun haben. Also macht es euch gemütlich, vielleicht mit einer Tasse Kaffee oder Tee und lasst uns über den perfekten Tag sprechen. Lukas, du siehst so aus, als hättest du schon eine genaue Vorstellung. Willst du anfangen? Oh, da habe ich sofort ein Bild im Kopf. Mein perfekter Tag fängt definitiv ohne Wecker an. Ah ja, die wichtigste Regel. Das ist non-negotiable, oder? Nicht verhandelbar. Absolut. Einfach aufwachen, wenn der Körper bereit ist. Das ist schon der erste große Luxus des Tages. Dann würde ich als erstes ein großes Glas Wasser trinken und ein paar Minuten ans offene Fenster gehen, um die frische Morgenluft einzuatmen. Den Tag bewusst beginnen. Genau, vielleicht ein paar Minuten meditieren oder mich einfach nur strecken. Ganz wichtig, kein Handy, keine Nachrichten, nur ich und der beginnende Tag. Das klingt sehr achtsam. Ich nehme mir das auch immer vor, aber oft greife ich dann doch aus reiner Gewohnheit zum Handy. An einem normalen Tag ich auch, aber wir reden ja vom perfekten Tag. Danach kommt der heilige Moment. Ich mache mir einen richtig guten Kaffee. Frisch gemahlene Bohnen, langsam mit der Hand aufgebrüht. Der Duft allein ist schon die halbe Miete. Oh ja, da stimme ich dir zu. Guter Kaffee ist essentiell. Und was gibt es zum Frühstück an diesem perfekten Morgen? An meinem perfekten Tag würde ich mir richtig Zeit für ein großes Frühstück nehmen. Nicht nur schnell eine Schüssel Müsli. Ich würde mir Rührei mit frischen Kräutern aus dem Garten machen. Aus dem eigenen Garten. Wie schön. Ja, Schnittlauch, Petersilie, dazu Avocado-Toast mit etwas Chili und Zitrone und eine große Schale mit frischen Beeren und Joghurt. Wow, das ist ja ein großartiges Frühstück. Das klingt fantastisch. Sehr gesund und lecker. Ja, gut gestärkt geht es dann weiter. Und zwar nach draußen. An meinem perfekten Tag ist das Wetter natürlich auch perfekt. Klar. Wie sieht denn perfektes Wetter für dich aus? Sonnenschein, aber nicht zu heiß. So 22, 23 Grad. Ein paar weiße Wolken am blauen Himmel und ein leichter Wind. Ideal für Aktivitäten. Das klingt ideal. Und wohin geht es dann? Ich würde eine lange Wanderung in den Bergen machen. Es gibt da so eine Route in meiner Nähe, die zu einem kleinen, versteckten Wasserfall führt. Einen Wasserfall? Wirklich? Hast du den selbst entdeckt? Ja, mehr oder weniger durch Zufall. Ich bin mal falsch abgebogen und habe plötzlich dieses Rauschen gehört. Das war ein toller Moment. Seitdem ist das mein geheimer Ort. Man muss ein bisschen klettern, aber der Weg dorthin ist schon das Ziel. Überall riecht es nach Wald und feuchter Erde. Das klingt magisch. Du bist also sehr aktiv und gerne in der Natur. Total. Die frische Luft, die Bewegung, das macht den Kopf komplett frei. Da vergesse ich alles andere. Am Wasserfall würde ich dann eine lange Pause machen und ein gutes Buch lesen, das ich im Rucksack habe. Ein Buch lesen am Wasserfall. Was für ein Buch wäre das? Wahrscheinlich ein spannender Krimi oder ein dicker Fantasy-Roman. Etwas, das mich fesselt und in eine andere Welt entführt. Das kann ich gut verstehen. Und wie geht der Tag weiter? Bleibst du den ganzen Tag allein im Wald? Nein. Der Nachmittag ist für Freunde reserviert. Ich würde mich mit ihnen an einem See treffen. Wir würden schwimmen gehen. Schwimmen im See ist super. Ja, das Wasser ist klar und erfrischend. Danach liegen wir auf der Wiese, hören Musik, essen vielleicht ein Eis, einfach die Zeit genießen. Soziale Kontakte sind ein extrem wichtiger Teil meines perfekten Tages. Das glaube ich. Zeit mit lieben Menschen zu verbringen ist unbezahlbar. Unbedingt. Lachen, gute Gespräche führen, einfach zusammen sein. Und der Abend? Da wird es noch geselliger. Erzähl. Würden wir zusammen grillen oder kochen. Am liebsten draußen. Jeder bringt etwas mit. Ein Salat, ein Brot, ganz unkompliziert. Ich liebe es, wenn ein Tisch voller verschiedener leckerer Dinge steht und man alles probieren kann. Das ist eine tolle Idee. Potluck nennt man das, glaube ich, auf Englisch. Genau. Man redet, trinkt vielleicht ein kühles Bier oder ein Glas Wein und im Hintergrund läuft gute Musik. Und nach dem Essen? Fällt man dann müde ins Bett? Fast.
Nach dem Essen würden wir vielleicht am Lagerfeuer sitzen, wenn das möglich ist. Oder wir spielen ein paar Runden eines lustigen Brettspiels. Nichts, wo man zu viel nachdenken muss. Einfach nur Spaß haben und lachen. Ein Lagerfeuer, das ist der perfekte Abschluss für einen Naturtag. Das klingt nach einem wirklich runden und glücklichen Tag. Sehr naturverbunden, aktiv und sozial. Ja, das beschreibt es ziemlich gut. Das wäre mein perfekter Tag. Aber jetzt bin ich wirklich gespannt. Elena, erzähl mal von deinem. Gerne. Mein perfekter Tag ist, wie ich schon angedeutet habe, ein bisschen anders. Er fängt auch ohne Wecker an, das ist klar. Die goldene Regel. Absolut. Aber anstatt Sport zu machen, würde ich den Morgen ganz langsam und kreativ beginnen. Ich würde mir eine große Kanne Tee machen, mich an meinen Schreibtisch setzen und malen oder in mein Tagebuch schreiben. Oh, interessant. Was malst du denn so? Meistens mit Aquarellkeilfarben, kleine Landschaften oder einfach nur Farbverläufe. Es geht gar nicht um das Ergebnis, sondern nur um den Prozess des Machens. Das ist für mich wie Meditation. Das klingt toll. Eine sehr friedliche Art, den Tag zu beginnen. Ja, das hilft mir, meine Gedanken zu sortieren. Und danach würde ich nicht zu Hause frühstücken, sondern in mein Lieblingscafé gehen. Es gibt da ein kleines Café in einer Seitenstraße mit alten Möbeln, vielen Pflanzen und ganz viel Charme. Und kennen dich da schon? Sagen die, hallo Elena, das Übliche? Haha, fast. Sie wissen auf jeden Fall, dass ich den Hafer-Cappuccino nehme. Das ist schon ein schönes Gefühl von Zugehörigkeit. Das glaube ich. Und was bestellst du? Ich würde mir Pancakes mit Almondsirup und Früchten bestellen. Dazu einen frisch gepressten Orangensaft. Mein Frühstück ist eher süß, deins eher herzhaft. Definitiv. Aber Pancakes sind eine sehr, sehr gute Wahl. Und das Beste daran ist, ich würde dort lange sitzen, ein Buch lesen und die Leute beobachten, die vorbeigehen. Völlig ohne Zeitdruck. Das klingt auch sehr entspannt. Was würdest du am Nachmittag machen? Auch an einen See fahren? Nein, das überlasse ich dir. Ich bin mehr ein Stadtmensch. An meinem perfekten Tag würde ich in ein Kunstmuseum gehen. Am liebsten in eine Ausstellung für moderne Kunst oder Fotografie. Okay, also Kultur statt Natur. Welches Museum wäre das, wenn du freie Wahl auf der ganzen Welt hättest? Puh, schwierige Frage. Vielleicht das MoMA in New York? Wenn wir schon träumen. Aber hier in der Nähe gibt es auch tolle Galerien. Ich liebe es, durch die ruhigen Räume zu gehen, mir die Kunst anzuschauen und mich inspirieren zu lassen. Das kann ich verstehen. Es hat auch etwas Meditatives. Ja, total. Danach würde ich durch die Stadt schlendern. Am liebsten durch Viertel mit vielen kleinen, unabhängigen Läden. Ein bisschen bummeln. Genau. Secondhand-Läden, Buchhandlungen, kleine Boutiquen, ohne ein bestimmtes Ziel. Einfach treiben lassen und neue Ecken entdecken. Vielleicht kaufe ich eine Kleinigkeit, vielleicht auch nicht. Es geht nur ums Schauen. Und dein Buch hast du wahrscheinlich auch dabei, oder? Immer. Für den Fall, dass ich einen schönen Park finde und mich auf eine Bank setzen will. Aber ich lese eher Sachbücher über Psychologie oder Biografien. Ich finde es faszinierend, über das Leben und die Gedanken anderer Menschen zu lernen. Das ist wirklich interessant. Unsere Buchgeschmäcker sind komplett unterschiedlich. Und der Abend? Wie endet dein perfekter Tag? Mein perfekter Abend wäre, zu einem Live-Konzert zu gehen. Am liebsten eine kleine, intime Show von einem meiner Lieblingskünstler in einem alten Club. Live-Musik ist immer eine gute Idee. Welche Art von Musik? Wahrscheinlich Indie-Pop oder Singer-Songwriter. Etwas Melancholisches zum Nachdenken. Die Energie bei einem guten Konzert ist einfach magisch für mich. Das kann ich nachvollziehen. Und Essen? Davor oder danach würde ich in einem schönen Restaurant gehen. Ich würde etwas Neues ausprobieren. Vielleicht ein Restaurant, von dem ich schon viel Gutes gehört habe. Vietnamesisch oder libanesisch vielleicht. Klingt köstlich. Definitiv. Und nach dem Konzert würde ich dann glücklich und erfüllt nach Hause spazieren. Vielleicht noch bei einem Tee den Abend ausklingen lassen und die Musik im Kopf nachhallen lassen. Wow, das klingt auch nach einem wundervollen Tag. Sehr kreativ, kulturell und voller Genuss. Es ist wirklich faszinierend, wie unterschiedlich unsere perfekten Tage sind, obwohl sie beide so erfüllend klingen. Ja, total. Du brauchst die weite Natur und körperliche Bewegung, um aufzutanken. Richtig, den Wind, die Erde, die Stille. Und du brauchst die Inspiration, die Energie und die Vielfalt der Stadt. Genau. Aber ich finde, es gibt auch viele Gemeinsamkeiten, wenn man genauer hinschaut. Okay, welche denn? Also, wir beide fangen den Tag ohne Wecker und ohne Stress an. Die Basis ist also Autonomie und Freiheit. Stimmt, wir entscheiden selbst über unsere Zeit.
Und wir beide legen Wert auf wirklich gutes Essen und guten Kaffee oder Tee. Ja, Genuss spielt bei uns beiden eine zentrale Rolle. Nicht nur schnell etwas essen, sondern es zelebrieren. Und auch Zeit für uns selbst ist wichtig. Du liest am Wasserfall, ich im Café. Richtig, diese Momente der Ruhe. Und trotzdem sind wir nicht nur allein. Soziale Kontakte sind für uns beide ein Muss. Ich mit meinen Freunden beim Grillen, du vielleicht mit jemandem im Konzert oder im Restaurant. Genau. Es ist also diese perfekte Balance aus Zeit für sich und Zeit mit lieben Menschen. Glaubst du, man kann einen perfekten Tag planen oder passiert er einfach? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann die richtigen Bedingungen schaffen. Man kann sich vornehmen, heute nehme ich mir Zeit für mich. Aber die Magie, die einen perfekten Tag macht, die passiert oft spontan. Ein unerwartet gutes Gespräch, ein wunderschöner Sonnenuntergang. Das stimmt. Man kann den Rahmen setzen, aber den Inhalt nicht bis ins letzte Detail kontrollieren. Was glaubst du, könnten wir einen perfekten Tag zusammen verbringen? Einen Kompromiss finden? Eine Herausforderung. Wir könnten morgens zusammen in deinem Lieblingscafé brunchen. Okay, das mache ich mit. Und danach gehen wir in den Park. Das ist ein Kompromiss zwischen Stadt und Natur. Einverstanden. Im Park könnten wir lesen, jeder sein eigenes Buch. Und am Abend gehen wir zu einem Open-Air-Konzert. Das ist Kultur und Draußensein in einem. Das ist eine geniale Idee. Siehst du, es geht doch. Team Lukas und Team Elena können zusammenarbeiten. Aber sag mal, was könnte für dich einen perfekten Tag ruinieren? Puh, schlechte Nachrichten am Handy, glaube ich. Wenn man plötzlich mit einem Problem konfrontiert wird. Das reißt einen sofort aus dieser perfekten Blase. Und wie ist es bei dir? Was könnte deinen perfekten Tag ruinieren? Bei mir wäre es wahrscheinlich ein Streit. Ein unnötiger Konflikt mit einem lieben Menschen würde die ganze schöne Stimmung zerstören. Das stimmt. Harmonie ist also auch eine wichtige Zutat. Und ich glaube, man muss auch flexibel sein. Wenn es an meinem perfekten Wandertag plötzlich anfängt zu regnen, Dann wäre der Plan B, nach Hause zu gehen, es sich gemütlich zu machen und den Brettspielteil des Tages vorzuziehen. Ein perfekter Tag muss nicht perfekt nach Plan laufen. das ist ein sehr weiser Gedanke. Die Fähigkeit, das Beste aus der Situation zu machen. Exakt. Das ist vielleicht die wichtigste Lektion. Das war eine wirklich schöne Unterhaltung. Ich habe jetzt richtig Lust auf einen perfekten Tag oder zumindest auf ein paar perfekte Momente. Ich auch. Und wir hoffen, ihr zu Hause habt auch ein bisschen mitgeträumt und euch inspirieren lassen. Und jetzt seid ihr dran. Wir sind unglaublich neugierig. Wie sieht euer perfekter Tag aus? Was darf auf keinen Fall fehlen? Schreibt es uns in die Kommentare unter das Video. Seid ihr eher Team Lukas mit Natur und Sport oder Team Elena mit Stadt und Kultur? Oder habt ihr einen ganz eigenen perfekten Tag entworfen? Vielleicht sogar den perfekten Kompromisstag, so wie wir gerade. Lasst es uns wissen. Wir lesen wirklich gerne eure Geschichten. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart bei German Podcast Time. Es ist immer schön, diese Zeit mit euch zu verbringen. Absolut. Passt auf euch auf. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!